Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte, Folge 32. Bitte vergib mir. Wo ist meine Tochter? Wo ist Julia? Wo ist meine zweite Tochter? Julia ist nicht deine Tochter. Sie hasst dich. Mama. Was macht ihr hier? Wie hast du uns gefunden? Meine Tochter. Wie geht es dir? Ich bin dein Vater. Bitte nenn mich Papa. Ich habe dich so sehr vermisst. Ach wirklich? Hör auf zu lügen. Du hast mich nicht vermisst. Du bist nicht mein Vater. Du hast mich rausgeworfen. Du hast mich gehasst. Ich habe an diesem Tag sehr viel geweint. Du bist kein guter Vater. Mama und ich haben viel durchgemacht. Es tut mir leid für alles. Ich weiß, dass ich viele Fehler gemacht habe. Bitte verzeih mir. Du bist meine Tochter. Ich möchte dich umarmen. Lass mich einfach in Ruhe. Ich bin sehr glücklich in meinem Leben. Matteo ist mein Vater. Er liebt mich sehr. Du hast uns verlassen. Ich habe vor Hunger geweint. Wir hatten kein Geld. Ich habe meinen Geburtstag ohne dich verbracht. Du hast mich nie geliebt, weil ich eine Tochter bin. Ich werde dir nicht vergeben. Meine Mutter hat sehr viel geweint. Sie hat Hotdogs verkauft, um zu überleben. Du weißt gar nichts. Was willst du jetzt? Wir brauchen dich nicht. Lass uns einfach in Ruhe. Du hast recht, Julia. Ich bin ein schlechter Vater. Ich habe dich rausgeworfen. Ich habe deine Mutter für eine andere Frau verlassen. Bitte vergib mir. Julia, meine Süße, bitte geh in dein Zimmer. Er ist der Mitarbeiter deines Vaters. Dein Vater hat ihn eingeladen. Er wird bald von hier gehen. Bitte erzähl niemandem davon. Bitte, Julia. Siehst du? Julia hasst dich. Es war deine Schuld. Wir wollen dich nicht sehen, Alex. Wir sind sehr glücklich in unserem Leben. Du bist ein schlechter Mensch. Erzähl niemandem von unserer Vergangenheit. Triff meine Tochter nicht wieder. Alex, du bist immer noch hier. Lass uns zu Abend essen. Ich habe eine liebe Tochter.
Du wirst ihn mögen. Komm schon. Okay, Boss. Lass uns gehen. Ich bin neu hier. Ich bin nach California gekommen. Was soll ich jetzt tun? Ich kenne hier niemanden. Egal was passiert. Ich werde nicht zurückgehen. Meine Stiefmutter wird mich wieder verkaufen. Ich muss mein neues Leben beginnen. Ich muss stark sein. Entschuldigen Sie. Gibt es hier ein Hotel in der Nähe? Ja, es gibt hier in der Nähe ein Hotel. Du kannst ein Taxi nehmen. Okay. Vielen Dank. Hast du Mia gefunden? Wo ist sie? Ja. Ich habe sie gefunden. Sie ist in meiner Tasche. Machst du Witze? Sie ist auch nicht im Wald. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Sie war auch nicht auf dem Markt. Du kannst sie finden. Es ist nicht meine Verantwortung. Wir haben sie dir verkauft. Du hättest sie festbinden sollen. Es ist deine Schuld. In Ordnung. Ich werde sie finden. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich werde dir kein weiteres Geld geben. Was? Das kannst du nicht tun. Du musst uns täglich 200 € geben. Du hast es uns versprochen. Überhaupt nicht. Ich werde dir keinen einzigen Cent geben. Du verdienst es nicht. Triff mich nie wieder. Du kennst mich sehr gut. Wenn ihr mehr Geld braucht, dann kann Lisa mich heiraten. Wie kannst du es wagen, alter Mann? Verlass sofort mein Haus. Wir brauchen dein Geld nicht. Hau ab. Zeig mir dein Gesicht nie wieder. Ich habe gesagt, geh raus. Hast du dein Gesicht gesehen? Ich verdiene einen Prinzen. Ich brauche keinen alten Mann. Geh jetzt. Egal. Du bist nicht schön. Ich gehe. Mama, was sollen wir jetzt tun? Mia wird vermisst. Wer wird dieses Haus sauber machen? Wer wird das Geschirr spülen? Sie war mein Dienstmädchen. Wir werden auch kein weiteres Geld bekommen. Keine Sorge, wir brauchen sie nicht. Wir werden dieses Haus sauber machen. Du wirst das Geschirr spülen. Ich werde die Wäsche waschen. Vielen Dank, Chef. Das Abendessen war lecker. Ich muss jetzt gehen. Deine Familie ist nett und deine Mutter ist so eine gute Frau. Ich freue mich, dass dir das Essen gefallen hat. Ich werde dich morgen sehen. Gute Nacht. Gute Nacht, Chef. Pass auf dich auf. Lena, ich bin sehr müde. Ich gehe in mein Zimmer. Okay, Schatz. Ich komme später.
Wie bitte? Was? David ist Matthäus Angestellter. Wie ist das möglich? Er ist reich. Was hat er hier gemacht? Nein, Mama. Er ist nicht mehr reich. Amanda hat ihn benutzt. Sie war ein gieriges Mädchen. Es ist eine lange Geschichte. Er hat sein Geschäft verloren. Er ist jetzt arm. Er arbeitet für Matteo. Alex hat Julia auch getroffen. Was? Oh nein. Julia muss sehr traurig sein. Matteo weiß nichts über Alex. Er war dein Ex-Mann. Ich möchte Alex nicht wiedersehen. Ich hasse ihn. Er hat mich rausgeworfen, als ich schwanger war. Er denkt, dass ich eine zweite Tochter habe. Was soll ich jetzt tun? Hör mir zu, Lena. Alex kann nichts tun. Er hat sein Leben mit seinen eigenen Händen ruiniert. Du solltest mit Matteo sprechen. Du musst Matteo von Alex erzählen. Matteo liebt dich sehr. Okay, Mama. Ich werde morgen mit ihm sprechen. Oh Gott. Er ist Alex. Träume ich? Was macht er hier? Hallo. Ich bin Alex. Arbeitest du hier? Ja, mein Herr. Ich arbeite hier. Kann ich Ihnen helfen? Moment mal. Deine Stimme. Ich glaube, ich habe diese Stimme schon einmal gehört. Haben wir uns schon einmal getroffen? Nein, mein Herr. Wir haben uns vorher nicht getroffen. Wovon sprechen Sie? Ich bin eine Haushaltshilfe. Ich kenne Sie nicht. Okay. Ich möchte dich etwas fragen. Lena hat 2 Töchter. Wie heißt ihre zweite Tochter? Wer sind Sie, mein Herr? Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Matteo ist mein Chef. Ich arbeite für ihn. Ich stelle eine Frage. Ich glaube, Alex weiß nichts von Lenas Sohn. Ich muss es ihm sagen. Er wird Lenas Leben ruinieren. Dann werde ich Matteo heiraten. Frau Lena hat eine Tochter. Ihr Name ist Julia. Sie hat auch einen Sohn. Oh Gott. Das bedeutet, dass es mein Sohn ist. Ich habe Lena vor 3 Monaten verlassen. Sie war schwanger. Sie hat mich angelogen. Ich habe auch einen Sohn. Ich dachte, ich hätte eine zweite Tochter. Geht es Ihnen gut, mein Herr? Was ist mit Ihnen passiert? Nichts. Ich muss jetzt gehen. Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren.
Wir sehen uns im nächsten Video.